Im heutigen Kaffeetag begrüße ich gerade zwei Gäste, die bereits früh mit dem Thema Investieren in Berührung gekommen sind. Der Matthias und der Henry haben schon früh angefangen, Geld systematisch zu investieren. Aber warum machen sie das? Mein Name ist Felix Niederer und ich bin Gründer und CEO von TrueWealth. Matthias und Henry, willkommen im heutigen Kaffeetag. Danke, dass wir da sind. Für die Einladung, ja, merci. Ja, freut mich sehr. Vielleicht am besten, wenn ihr euch selber kurz vorstellt, wer ihr seid, was ihr macht. Ja, sonst fange ich gerade an. Ich bin der Matthias. Ich bin 18 Jahre alt und ich mache momentan eine Ausbildung zum Informatiker. Ja, ich komme aus Bern und bin jetzt heute hierher angereist, weil ich von Felix eingeladen wurde für das spannende Gespräch. Ich bin der Henry, ich bin auch 18. Ich habe die HMS gemacht in Hottingen und habe jetzt das Praktikum noch bis Ende Juli. Genau. Sehr schön. Wisst ihr noch, wann es das erste Mal war, wo ihr mit Aktien oder Fonds in Kontakt gekommen sind? Könnt ihr euch daran erinnern? Also ich habe das Gefühl, man hört ja immer so ein bisschen etwas davon, aber wirklich so bewusst, das ist noch nicht so lange her, das ist wirklich etwa so vor 2 Jahren gewesen, als mein Vater das zuerst mal angesprochen hat. Und gehört habe ich das sicher schon ganz viel, aber wirklich so bewusst, was es ist und dass das euch nicht nur gefährlich ist es mir erst vor 2 Jahren geworden. Ja, hat es vorher so natürlich einen negativen Nimbus gehabt, also nach Spekulation? Also vorher so, wenn man das Wort gehört hat, ist das für mich immer so etwas gewesen, so, ich kann mir nicht viel darunter vorstellen und wenn man von Aktien gehört hat, ist es meistens eher negativ gewesen, weil es irgendetwas mit Verlust zu tun hat. Ja. Ist das bei dir gleich gewesen, Henry? Also ich habe auch nicht so einen Anhaltspunkt, wenn ich so wirklich das erste Mal davon gehört habe, aber wir haben einfach irgendwann in der Schule das Thema gekommen, im Wirtschaftsunterricht und dann ist so das erste Mal gewesen, wo man sich ein bisschen tiefer damit befasst hat und davor halt auch grundsätzlich ein bisschen gewusst, was es ist, aber nicht spezifisch. Ja, das ist spannend, habt ihr das in der Schule gehabt? Weil das ist jetzt wirklich ein Thema, das haben wir nie besprochen. Ja, wahrscheinlich einfach, also es ist halt das Wirtschaftsgymnasium und deswegen Wirtschaft ist schon ein Schwerpunktfach. Wir haben, glaube ich, 4-5 Stunden Wirtschaft jede Woche gehabt und da ist also auch in jede Richtung mal etwas erwähnt worden und dann haben wir halt auch nicht nur Aktien, sondern auch Obligationen und ETFs ein bisschen angeschaut. Ja. Und dann irgendwann haben eure Eltern ein Konto, ein Kinderkonto bei TrueWealth für euch eröffnet. Genau, ja. Also bei mir hat das mein Vater für mich irgendwann gemacht. Ja. Und ja, wen genau weiss ich nicht, aber ist er mal zu mir gekommen und hat gesagt, hey, ich habe da für dich so ein Konto eröffnet. Ja. Genau. Ja. Ja, das war bei mir genauso gewesen. Also irgendwann, ich glaube, es ist nicht so lange her, als er es eröffnet hat, aber dann hat er mir ein Jahr oder 2 später, also kurz bevor ich 18 geworden bin, hat er mir das mal gezeigt und gesagt, dass es dann nachher mir gehört. Okay, cool. Ist das Thema Investieren, hat das eine Wichtigkeit für euch? Oder? Ja, ich würde schon sagen, sonst würde ich es nicht machen. Ja, sonst wäre ich jetzt auch nicht hier und würde das Produkt wahrscheinlich auch nicht wirklich brauchen. Also ich finde es wichtig, dass man Geld uns spart und nicht nur uns gibt. Und wenn es sich dabei noch vermehrt, ist ja das eigentlich positiv. Und ja, das ist jetzt eigentlich das, was ich hier mit dem Portfolio so ein bisschen mache. Ja. Ja, das war auch mein Hintergedanke gewesen, weil seitdem ich im Praktikum bin, ist das erste Mal, wo ich Lohn bekomme. Und ich bin auch schon, also davor halt eher so auf dem Sparen-Trip gewesen und nicht immer ausgeben. Und dann habe ich jetzt angefangen, immer die Hälfte meistens vom Lohn in TrueWealth zu investieren. Ich habe das Geld nicht gerne auf der Bank, weil vielleicht dann ist auch ein bisschen mehr so das Verlangen, das irgendwie auszugeben, weil es ist ja auch einfacher. Und sonst finde ich es eben auch natürlich super, wenn es sich noch vermehrt und nicht einfach rumliegt und nichts damit passiert. Das heißt, hilft die Tatsache, dass es halt dass es mehr wird. Manchmal geht es natürlich auch runter, oder? Ja. Je nach Verlauf der Märkte. Aber die Tatsache, dass es tendenziell mehr wird, hilft euch das, sozusagen nicht alles zu konsumieren, dass ihr einen Teil vom Lohn auf die Seite legt. Ja, also ich habe das Gefühl, das ist definitiv eine Motivation, sage ich mal. Weil wenn man es einfach auf ein Sparkonto tut,
ich weiss halt, wie es ist auf dem Sparkonto, aber es ist halt immer nur so viel da, wie ich drauf tue und wird in sehr kleinen Mengen mehr. Und bei True Wealth ist das halt so, okay, ja klar, es kann mal, wenn der Markt nicht so gut ist, weniger werden, aber tendenziell vermehrt sich und es sind auch Sachen, wo man sieht, okay, ja, das ist ein bisschen mehr als auf der Bank. Ja. Ja, also ich sehe das genauso. Bei mir ist das auch einfach so grundsätzlich hat man halt schon, also nicht nur die Hoffnung, sondern auch den Hintergedanken, dass es mehr wird. Und ja, durch das finde ich es deutlich einfacher, das zu investieren und nicht einfach auf dem Bankkonto zu behalten. Verbindet ihr bestimmte Ziele mit dem Geld? Also sparen ihr oder investieren ihr auf ein bestimmtes Ziel hin? Also ich tue einfach Geld auf die Seite dafür. Man kann ja immer, wenn irgendetwas ist, braucht man ja vielleicht irgendwie Geld. Und ich habe sicher einen Teil auf der Seite dafür, dass wenn jetzt irgendeine unvorgesehene Rechnung käme, dass ich das könnte zahlen oder so. Und sonst spare ich das einfach, wenn ich mir mal irgendwie eine Weiterbildung oder irgend so etwas will finanzieren, dass ich einmal sicher einen Batzen habe, dass ich das euch zahlen kann. Ja. Also das ist schon ein bisschen mit dem Hintergedanken, dass solange ich jetzt in der Lehre Geld verdiene, dass ich da regelmäßig etwas einzahle, dass ich dann vielleicht einmal ein Jahr kann sagen, so, jetzt mache ich die Schule und kann ein bisschen, zwar gemäßigt, aber ich kann von dem doch noch ein bisschen etwas mir leisten. Ja, also grundsätzlich habe ich kein Ziel, wofür ich spezifisch spare, aber ich habe einfach gerne so auch ein bisschen den Hintergedanken, dass ich etwas habe und ich einfach weiss, dass es mir vorerst dann nicht ausgeht, wenn das oder das kommt oder wenn ich dann vielleicht doch gerade etwas brauche, dass ich dann vielleicht dafür benutzen könnte, etwas Wichtiges. Ja, genau. Aber so wirklich ein Ziel, auf das ich jetzt spare, spezifisch, habe ich eigentlich nicht. Ja, es gibt dem, also das finde ich einmal, es gibt dem so ein bisschen eine gewisse Sicherheit, wenn man weiss, ich hätte da noch das Konto, Du hast noch Reserve. wann ich könnte brauchen, einfach halt maximal so viel, aber ich weiss halt einfach, wenn jetzt irgendetwas käme und ich auf meinem Hauptkonto vielleicht gerade nicht genug Geld hätte, ich könnte da noch Geld holen. Ja. Das ist halt so wie auch noch für mich eine Sicherheit, was es mir gibt. Ja, das macht Sinn. Also ist wie eine zusätzliche Reserve. Oder? Ja, genau. Wie informiert ihr euch über Finanzthemen oder über Anlagethemen? Und macht ihr das überhaupt? Oder braucht es das nicht? Also es kommt ganz darauf an, man liest schon ab und zu so irgendwelche Sachen, aber ich gehe jetzt nicht spezifisch irgendwelche Berichte lesen über irgendwelche Börsen oder so. Das Einzelne Aktien mache oder so. ich jetzt eher weniger, nein. Also, So, ich habe angefangen, Podcasts zu hören, zwischendurch auf der Arbeit, bei Aufgaben, wo ich mich nebenbei auf etwas anderes konzentrieren kann. Genau. Und sonst tatsächlich, ja, ab und zu lade ich mir von ChatGPT sozusagen Zusammenfassungen über, wenn ich jetzt mal gerade in eine Einzelaktie oder etwas investieren möchte, schaue ich mir, also klar gibt er mir einfach Grundinformationen, was das Unternehmen macht und wieso, also was die aktuelle Wirtschaftslage von ihnen ist. Das mache ich. Und ansonsten, ja, meistens ist mein Vater noch eine gute Wirtschaftsquelle von mir, weil er ein bisschen mehr Zeit hat, sich ein bisschen mehr damit befasst und dann rede ich einfach noch mit ihm. ja, das kenne ich auch, genau. Finanztalks, irgendwie am Abend oder so noch schnell mit dem Vater etwas besprechen. Das gibt es bei uns schon ab und zu, genau. Ja. Ist das so ein Thema unter Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, das Thema Investieren? Es kommt sicher ganz drauf an. Also ich merke es jetzt in der Berufsschule, da gibt es gewisse Leute, die sich wahnsinnig für das interessieren und mit Krypto und allem etwas probieren. Und dann gibt es andere, da fragst du, ja, hast du irgendwie ein Portfolio oder so? Dann kommt, nein, ich habe da mein Sparkonto und ich zahle da regelmäßig etwas ein, aber mehr mache ich nicht. Ja. Also es ist wahnsinnig unterschiedlich, würde ich jetzt sagen. Ja, ich sage auch, es ist sehr unterschiedlich, aber durch das, dass ich eben an einer Wirtschaftsschule bin, hat es deutlich mehr Leute, die sich für das interessieren und auch so mein Umfeld und meine Kollegen tun sich eigentlich schon, vor allem seitdem wir es in der Schule hatten, damit befassen und vor allem jetzt im Praktikum. Wir haben alle ein bisschen so das ähnliche Mindset, wenn es um das geht. Ich habe jetzt nicht so viele Kollegen, wo ich jetzt weiss, dass sie alles, was sie verdienen, ausgeben. Und ich bespreche es auch ab und zu mit ihnen. Also nicht oft, aber wir haben so zwischendurch mal eine Phase, wo wir uns gegenseitig absprechen,
was jetzt, also in was wir gerade investieren oder nach was sie sehen, genau. Cool. Ihr kennt jetzt natürlich beide unser Produkt, unsere Lösung, unsere App. Mich würde interessieren, was gefällt euch dem und was gefällt euch nicht oder was könnte man besser machen? Also, ich finde es halt einfach super. Ist es so simpel? Man braucht nicht viel Vorwissen vom Investieren, zum Kennen investieren. Und das ist eigentlich auch ja, für mich super, weil ich bin jetzt nicht der Typ, der jeden Tag irgendwie 3 Stunden geht, Recherche betreiben, was könnte man investieren, was ist momentan gut, ist das momentan eine gute Lösung zu investieren, sondern ich finde es halt gäbig, dass ich wieder mein Geld einzahlen kann und dann wird das automatisch entsprechend angepasst und investiert. Ja, du musst dich nicht groß darum kümmern. Genau, ja. Und trotzdem, wenn ich etwas genauer will wissen, kann ich in die App gehen und da die kleinen Infosymbole und dann, wenn ich nicht genau weiss, was bedeutet jetzt der Ausdruck genau, dann kannst du da drauf gehen und siehst halt, okay, das ist mit dem gemeint, das will die Zahl mir sagen. Ja, Das finde ich halt super, weil eben, es ist wahnsinnig simpel und wenn man mal wirklich etwas will wissen, dann kann man das Infosymbol anschauen und wenn man es natürlich noch genauer will wissen, kann man es googlen. Ja, das ist super. Nein, das ist ein cooles Feedback, weil bei uns intern im Team, weißt, im Entwicklungsteam und im Produktteam, ist natürlich immer die Frage, ja, liest das überhaupt irgendjemand, oder? Und der Designer findet vielleicht, ja nein, das ist viel zu viel Text und so. Die Leute wollen gar keinen Text mehr heutzutage, aber manchmal interessiert es einem halt doch, oder? Ja, weil also ich finde es halt auch noch schwierig, zum Teil von so einem Begriff zu sagen, was das jetzt genau ist. Ja. Weil es gibt halt viele Finanzbegriffe oder allgemein in jeder Branche gibt es ja spezifische Begriffe, wo man nicht immer gerade weiss, was die einem wollen sagen. Und das ist halt cool, wenn man ein bisschen schauen kann, was ist das? Ja, das ist für uns gar nicht immer einfach, oder? Weil einerseits, wenn wir ja nicht etwas Falsches darstellen, wir wollen genau sein, aber andererseits, es ist eine sehr technische Materie, oder? Und darum ist das eigentlich noch gäbig, dass man auf den ersten Blick können wir es übersichtlich halten und wenn es jemand genau interessiert, können wir eigentlich auch Erklärungen, zum Beispiel ein Infosymbol drin haben. Ja. Hast du die auch schon gesehen, die Infosymbol? Ja, habe ich auch schon gesehen, ja. Aber ich habe sie nicht gelesen tatsächlich. Ja, Ja, das ist noch cool. Genau. Für die einen sind es hilfreich und für die anderen stört es hoffentlich nicht zu fest. Oder? Nein, stören tut es nicht. Das ist einfach so. Ich bin auch nicht der Typ, der so kleine Kästchen lesen geht. Ja. Okay, cool. Das ist auch, ja. Okay. Ja. Eins zu eins. Ja, genau. Aber Henry, aus deiner Sicht gibt es etwas, was man besser machen könnte? Oder etwas, was dir gefällt? Ja, also gefallen eben. Es ist ganz klar einfach die Einfachheit, was mir ermöglicht, mein Geld zu investieren, ohne mich extrem viel damit zu befassen. Und ich finde auch, es ist deutlich, also ich fühle mich einfach sicherer, als wenn ich selber in zum Beispiel Indexe oder andere Sachen, Einzeltitel investiere, Ja. weil ich einfach das Gefühl habe, es ist ein bisschen mehr dahinter und so das Risiko ist nicht nur voll bei mir, also das Risiko ist auch nicht voll bei mir, also doch, das Risiko ist bei mir, aber jemand anders investiert es für mich und durch das fühle ich mich einfach deutlich wohler. Genau. Das ist so der Hauptpunkt, würde ich sagen. für mich ist sicher auch noch ein weiterer Punkt die Gebühren, die wir hier haben. Weil, also das ist ja schon immer ein Thema, wenn man so ein Produkt anschaut, wie viel kostet das? Und da muss ich jetzt sagen, also für die Dienstleistung, die man bekommt, ist das hier doch sehr günstig, weil es ist wahnsinnig einfach gehalten. Es ist einfach, ich kann einfach investieren und ich kann auch noch günstig investieren. Weil bei vielen Orten, wo man dann sagt, ja, du kannst hier einfach investieren, kostet es dann eben entsprechend, weil es für mich so einfach ist. Ja. Weil jemand anderes die Arbeit macht, die ich nicht will machen oder nicht kann machen. Und das ist hier natürlich super, weil ich kann eigentlich alles selber machen, ohne wirklich wahnsinnig viel zu wissen. Plus, ich zahle es nicht extra. Ja, ist natürlich, also wir arbeiten fest, damit es so einfach ist. Also es ist nicht einfach, etwas zu machen, wo dann einfach aussieht. Ja. Oder? Aber wir haben natürlich den Vorteil, dass wir dann die Prozesse automatisiert haben, digitalisiert haben. Oder? Und das gibt uns einen gewissen Kostenvorteil. Also wir haben nicht wie viele Fixkosten, wir haben sehr wenig Kosten, die eigentlich davon abhängen, ob wir jetzt wenig oder viele Kunden haben. Ja. Das ist so der Skala-Vorteil, den wir weitergeben können. Matthias und Henry, bei uns kann man ja die Strategie nehmen, die wir vorschlagen, oder eine von den Strategien, von den Anlagestrategien, die wir vorschlagen, aber man kann sie auch anpassen in einem gewissen Rahmen. Haben Sie die Strategie angepasst oder haben Sie
sind einfach die Strategie, die wir vorschlagen. Also ganz am Anfang macht man ja da die Risikobewertung, wo man so ein paar Fragen beantwortet, so einen Fragebogen ausfüllt. Und dann gibt es ja da eben die empfohlene Strategie. Ja. Und ich habe einfach die Empfehlung genommen und habe es angepasst. Ja. Ich habe nicht ganz das maximale Risiko, aber ich habe eher ein hohes Risiko. Also recht viele Aktien habe ich drin da, recht einen hohen Anteil und komme irgendwie Bargeld oder so. Also, Ja, gut, für das brauchst du es ja eigentlich ja, nicht. genau. Ja. Das habe ich bei der Bank, genau. Ja. Nein, ich habe wirklich, glaube recht ein hohes Risiko und ja, bin aber glaube immer noch so im Rahmen. Also, Ja. Das hast du gemacht, als du 18 geworden bist. ja, genau, das habe ich ganz am Anfang, als ich die App selber übernehmen konnte, Ja. habe ich das eingerichtet, genau. Ja. Also hättest du sogar vorher schon machen können. Wir haben das Produkt so gemacht, dass Eltern können den Jugendlichen, auch weil sie noch nicht 18 sind, können jetzt eigentlich einen Zugang geben. Aber dann müssen sie natürlich, ein älterer Teil muss immer absegnen, oder? Ja, nein, das habe ich nicht eingerichtet. Du hast es nachher gemacht? Ja, also ich habe erst irgendwie, glaube vor 2 Jahren von diesem Portfolio erfahren Ja. und nach irgendwie, ja, ist es dann nicht mehr so lang gegangen, bis ich 18 geworden und ich muss sagen, ja, der richtet es dann gerade dann nicht, wenn ich es dann komplett selber kann mitbrauchen und managen. Ja. So. Und dann ist es ja voll dies. Und genau, ja. Und du hast gesagt, du hast dann den Aktienanteil angepasst. Du kannst ja auch innerhalb von der Aktie oder innerhalb von der Oblis oder so, oder von der... Innerhalb habe ich nichts Das hast du nicht angepasst. gekannt. Das habe ich gelassen. Einfach wirklich so vom groben Ganzen, was man immer am Anfang gerade sieht, wenn man in die App kommt, da habe ich es angepasst. Aber innerhalb habe ich jetzt nicht irgendwie einen spezifischen Fokus auf spezifische Auf eine Region Gebiete oder gesetzt. so, nein. Nein. Okay. Henry, weißt du noch, wie es bei dir war? Ich habe es, glaube ich, einmal angepasst, bevor ich 18 geworden bin. Und dann, als ich 18 geworden bin, habe ich es nochmal angepasst. Ich habe, glaube ich, davor noch mehr Risiko gemacht, also gehabt. Und dann habe ich ja zum Beispiel also den Lohn und alles angegeben. Und dann habe ich auch wieder maximal aufs Risiko aufgeschraubt. Und ich habe, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich etwas spezifisch angepasst habe, aber ich weiß, dass ich, glaube ich, relativ auf amerikanische Aktien und also einen Schwerpunkt einen Schwerpunkt gelegt, gesetzt, ja. Genau. Ich habe eben davor habe ich mehr Risiko können nehmen als jetzt. Weil du das Risikoprofil neu gemacht hast. Genau, ja. Und jetzt ist es ein bisschen weniger. Aber das ist das Einzige, was ich eigentlich angepasst habe. Weil ich einfach das Gefühl hatte, so, ich spiele mit so viel Geld, dass es irgendwie nötig ist, extra wenig Risiko zu nehmen, sondern einfach mal möglichst viel daraus zu machen, wenn es möglich ist. Genau. Ja. Ja, wenn man jung ist, ist das meistens noch einfacher. Oder? Dann geht es oft nicht um so viel Geld. Also man müsste sagen, okay, wenn es jetzt schief geht, dann wäre das lebensbedrohlich oder so. Ja, genau. Also ich würde sagen, wir sind jetzt blöd gesagt nicht davon abhängig, wie unser Aktienportfolio läuft, oder? Ja, und also, vor allem, du hast auch gesehen, wir haben noch Zeit, oder? Ich meine, wir sind jetzt auf 18, wir können das noch ein paar Jahre so stehen und dann kannst du dich auch eher von so Tiefs wieder erholen, als wenn du einfach jetzt heute investierst und dann irgendwie in 2 Jahren willst du wegnehmen. Genau. Ja, das ist auch ganz wichtig, das gehört auch dazu. Also, ich meine, zum Investieren gehört, dass du auch mit Verlust umgehen kannst. Es kann mal sein, dass du mal ein Jahr oder mehrere Jahre im Minus bist. Ja. Und wenn du eben, wie du sagst, einen längeren Anlagehorizont hast, oder? Ja. Dann kannst du dem auch Rechnung tragen und dann kannst du auch mehr Risiken nehmen, weil irgendwann kommt ja wieder eine Erholung. Ja, genau. Also es ist noch einfach balancierter über einen längeren Horizont gesehen, wenn man vielleicht im Monat gerade sagt, ui, 300 Franken minus. Ja. Hat es das auch schon gegeben? Ja, jetzt gerade vor kurzem, als da in Amerika die ganzen Geschichten passiert sind und die Börse allgemein so ein bisschen am Bröckeln war, sage ich mal. Dann habe ich wirklich mal so reingeschaut und gesehen, irgendwie was, glaube 300, 400 Franken minus. Ja. Zuerst mal so, was mache ich? Und nachher, ja gut, lass es sein, was kannst du machen? Ja. Und ich habe es einfach lassen und den Türauftrag habe ich auch lassen, weil ich musste sagen, ja, es ist ja nicht Geld, das ich wirklich brauche, sonst würde ich es nicht investieren, wenn ich jetzt darauf angewiesen wäre. Ich investiere ja da Geld, was ich für den SIP plane. Und darum kann ich das auch da lassen und kann auch damit umgehen, wenn das mal so ein bisschen schwankt.
Wenn du natürlich einfach weisst, hey, ich brauche sie eigentlich nicht, oder? Ja. Dann ist es einfach. Also es ist ja gleich wieder der Gedanke dahinter, dass es irgendwann eben für eine Weiterbildung oder so brauchst, aber das wird ja nicht gerade irgendwie nächstes oder übernächstes Jahr so passieren. Ja. Und darum ist das wie mehr für in weiterer Zukunft gedacht, wenn ich dann mal etwas machen will, und dann eben niemand mehr hinten dran ist, was dich finanziell unterstützt. Oder? Ja. Ist bei dir auch schon das Portfolio im Minus gewesen? Ja. Ja. Also auch zum gleichen Zeitpunkt, gegen Anfang Jahr, Ja. ist es recht. Also ich habe eigentlich im ersten Jahr extrem viel Prozent gemacht und dann ist Grossmensch. Ja, Ja. extrem viel, ja. Und dann ist Dann ist einfach es in den ersten 2-3 Monaten von dem Jahr ist alles wieder einmal den Ja. Bach durch ab. Das ist, wo der Trump die Zölle... Ja, genau, mit diesen Zöllen. Und dann seitdem habe ich eigentlich darauf gewartet, dass... Also haben sie wieder aufgehoben Ja. und dann habe ich eigentlich darauf gewartet, dass sie wieder kommen. Deswegen habe ich nicht mehr groß investiert bisher. Aber ja, also jetzt geht es wieder. Jetzt bin ich dann wieder im Aufwärtstrend. Ja, Genau. ja. Also bei mir hat sich nachher recht schnell wieder erholt, was das mit diesen Zöllen wieder nicht mehr so ein Thema war. Ja. Dann ist es dann wieder recht schnell in die andere Richtung gegangen. Also klar, bist immer noch im Minus gewesen, aber ich bin überrascht gewesen, wie schnell sich das wieder erholt hat. Ja, Also, ja. das hätte ich nicht so schnell erwartet. Ja. Man hätte halt sollen kaufen und nicht... Ja, genau. Ja. Aber jetzt, wie sieht es jetzt aus? Jetzt momentan bin ich wieder im Plus. Ich glaube eben nicht so viel wie vor Anfangsjahr, aber es ist wieder, es hat sich in dem Sinn wieder erholt. Ja. Das ist auch schön zum sehen, oder? Ja, Ja. Aber es ist vielleicht noch gut. Man weiß es dann mehr zu schätzen. Man weiß auch, dass die Phase dazugehört, was halt im Minus ist. Oder? ja. Es ist auch so ein bisschen so eine Lesson learned, Ja, kann man genau, dem sagen. genau. Also ja, Learning by Doing auch ein bisschen. Weil während du es gemacht hast, hast du gemerkt, es geht in beide Richtungen, nicht nur aufwärts, sondern es kann mal fest abwärts gehen. Aber es erholt sich wieder. Genau das ist eben auch eine Motivation für uns gewesen, das Produkt zu entwickeln und zu sagen, hey, wir wollen Portfolios an also für Kinder und Jugendliche auch anbieten. Auch wenn es dort natürlich noch nicht um viel Geld geht meistens, oder? Ja. Aber die Motivation war, hey, wenn du schon früher kannst lernen, mit dem umzugehen, mit dem Risiko umzugehen, dass du weißt, hey, look, es geht nicht nur auf, erstens, es geht auch mal runter, oder? Aber dass das dazugehört, oder? Und wenn du das lernst, ich glaube, dann hast du etwas fürs Leben gelernt. Ja, das ist sicher so. Es ist ja nicht nur im Sinn vom Aktienmarkt, dass es mal hoch und tief geht. Das kann ja auch eben im Leben so sein. Ja, Ja, vieles im aber, Leben ist wie fest ist man bereit, Risiken auch einzugehen. ja. Also von dem her ist es ein cooles Produkt und eben, es ist auch, um sicher mal so den Umgang kennenzulernen mit so Portfolios und Aktien, ist das auch sicher eben für Jugendliche eine gute Lösung. Das ist echt der optimale Einstieg, würde ich sagen. Ja, danke. Wie oft schauen die drei? Das will mich noch wundern. Meistens, ehrlich gesagt, täglich. Jetzt Täglich? gerade. Ja, Wow. schon sehr oft. Und dann, also immer sicher mal, und wenn es nicht täglich ist, dann sicher am Freitag, am Ende der Woche. Und dann mal, Kurzer Kassensturz. ja, genau. Mal so nach dem Montag, also am Dienstag dann auch wieder. Also ja, eigentlich schon sehr oft Ja. momentan, ja. Also wir müssten ja nicht. Eigentlich, also wir sagen, eigentlich wäre das Beste, man investiert und dann Augen zu, durch. Oder? Ja. 10 Jahre lang oder was auch immer. Oder? Aber nicht- Das schafft natürlich niemand. Aber gar nicht, weil ich so das Gefühl habe, so, ja, ich muss rausnehmen oder mehr einzahlen, sondern einfach, weil es mich interessiert, was Ja. passiert ist. Und weil es auch so mit dem, was man so tagsüber liest dann, oder mitbekommt, jetzt gerade auch mit dem Krieg und so, interessiert es mich einfach, was dann die Auswirkung ist, sozusagen. Ja. Und ob ich die sofort gesehen oder ob es für mich jetzt gar keinen Unterschied gemacht hat. Genau. Und, also denkst du, das Portfolio reagiert stark oder nicht so stark auf so geopolitische Ereignisse und auf Ich habe jetzt ehrlich gesagt, wirtschaftliche Ereignisse? ich habe das Gefühl gehabt, es ist jetzt nicht so stark gewesen, wie ich gedacht habe, die letzten paar Tage. Also die letzten paar Wochen, besser gesagt, die letzten 2. Aber ich habe schon ein bisschen gemerkt, wann es reagiert hat und wann nicht. Ja. Ich meine, muss es auch, sonst wäre ja etwas komisch. Ja, ja. Schaust du auch so oft ins Portfolio? Also gerade so, was das mit diesen Zöllen ist, da bin ich wirklich fast jeden Tag am Schauen gewesen. Einfach halt, weil es mir Wunder genommen hat, so, wie weit geht das? Und ich habe es auch immer so spannend gefunden, zum Teil ist es so gesehen, es geht wieder ein bisschen aufwärts und dann ist es irgendwie gerade einen Tag später wieder im Blick gegangen. Und das ist einfach, also es hat mich einfach interessiert, wie das mit dem wirklich gerade so hat können zuschauen, wie die Kurve eigentlich
in die andere Richtung geht. Aber jetzt schaue ich nicht mehr so oft rein. Jetzt hat es sich irgendwie wieder erholt. Jetzt lasse ich es einfach stehen. Ja. Also, nein, jetzt schaue ich wirklich recht selten. Ja. Ich finde es eigentlich noch interessant, weil ich habe auch so meine grössten Positionen im True Wealth habe ich in die Aktien-App übertragen. Und dann schaue ich auch halt tagsüber sozusagen, was ein bisschen passiert. Und dann muss ich nicht immer im True Wealth anschauen. Ja. Auch wenn ich nicht investiert habe, schaue ich mir einfach an, ob es sich jetzt gelohnt hätte oder nicht. Oder ob ich Glück gehabt habe, dass ich nicht investiert habe. Ja, genau. So auf einzelne Aktien? Ja, genau. Mhm. Wir haben ja so ein Feature, dass du kannst schauen, was eigentlich in den ETFs drin ist, wenn so sogenannte Look-Through, oder wo die einzelnen Aktien oder die einzelnen Obligationen siehst. Haben du das auch schon genutzt? Ja, Das haben wir gesehen, dass es gibt. Das kann ich ab und zu anschauen, einfach weil ich es noch spannend finde, was genau, also welche Firmen sind da dahinter, irgendwie, gibt es irgendwelche Immobilienfonds oder so, die da dahinter sind, das finde ich noch spannend, weil ich sehe, von was kommt das? Ja. Und das ändert ja dann manchmal auch, oder? Ja. Je nachdem kann irgendwie Tesla auch oben sein oder es ist dann doch nicht mehr so weit oben. Oder Apple ist führend. Eben so Sachen, die du nachher siehst durch das. Das habe ich eben auch angeschaut, was die ganze Geschichte mit den Zöllen war. Da habe ich das auch noch ab und zu geschaut, was habe ich eigentlich für Firmen? Ja. Gibt es irgendwie einen Wechsel zu europäischen Unternehmen oder bleibt es bei amerikanischen? Weil das hat mich interessiert, so mehr im Sinn von, wie beeinflusst Politik und Gesellschaft das Portfolio? Sind wir jetzt dieses Jahr durch wilde Zeiten durchgegangen? Ja. Ja, auf jeden Fall. Gut. Henry, Matthias, mit dem vielen Dank. Sehr spannend gewesen. Danke merci ebenfalls. dir. Und mit dem bis zum nächsten Mal.